Ihr kennt vermutlich mein Video über den sogenannten Spiegeltrick, den es nicht nur in Italien gibt, aber von dort hört man am häufigsten darüber. Alleine in den Kommentaren meines Videos sind haufenweise Opfer des Tricks, die darüber berichten. Der Trick wurde unter anderem aus Gegenden um Venedig, Verona, Bologna, Florenz, dem Gardasee und Parma beschrieben. Das Video verlinke ich hier einmal, falls du es noch nicht kennst. Dieser Trick ist auch dieses Jahr noch ganz aktuell, noch immer nicht alt und er wird immer noch leider erfolgreich durchgezogen. Heute tauchen wir noch ein bisschen tiefer in die Masche ein, denn der Spiegeltrick hat viele Gesichter und leider gibt es unzählige Varianten, die ihr zumindest teilweise unbedingt kennen solltet, um euch davor zu schützen. Beginnen wir mit der klassischen Variante des Spiegeltricks. Ihr fahrt entspannt auf der Straße, vielleicht im Urlaub mit dem Wohnmobil oder mit dem Auto. Wohnmobile werden von den Tätern übrigens bevorzugt, da die Rundumsicht nicht so gut ist, nicht so übersichtlich ist und sie ungesehener agieren können. Naja, plötzlich hört ihr einen lauten Knall. Boom! Es klingt, als hättet ihr gerade irgendwas gestreift, irgendwo draufgefahren. Tatsächlich war es aber ein Stein, eine Schraube oder wenn es bei langsamer Fahrt war, ein Knüppel oder irgendwas. Aber auf keinen Fall ein Unfall, sondern die Täter. Direkt danach werdet ihr von einem Auto bedrängt, das euch zum Anhalten zwingt. Der Fahrer oder Beifahrer springt auf euch zu und behauptet wütend, ihr hättet seinen Spiegel abgefahren oder einen Kratzer ins Auto gemacht. Irgendwas in der Richtung. Ihr habt auf jeden Fall einen Schaden verursacht. Er zeigt dann auf einen vorgeschädigten Spiegel oder Kratzer an seinem Auto. Die Schäden sind natürlich vorher schon da gewesen, die sind nicht von euch, aber er versucht euch das weiß zu machen. Oft zeigt er auch auf Kratzer oder schwarze bzw. Striche in der Farbe des Spiegellackes auf eurem Auto, die frisch sind und seine Behauptung angeblich beweisen. In Wahrheit hat er oder ein Komplize diese Streifen aufgemalt oder sogar reingekratzt, nachdem ihr stehen geblieben seid. Ziel ist es, euch so unter Druck zu setzen, dass ihr sofort eine kleine Summe Bargeld zahlt, um die Sache aus der Welt zu schaffen. Und Ärger mit der Polizei oder der Versicherung zu vermeiden. Die Betrüger setzen dabei auf eure Verunsicherung und die Angst vor bürokratischem Aufwand im Ausland, verständlicherweise. Der Schaden durch den gefakten Aufprall mit Steinen oder anderen Dingen ist oft sehr hoch und teuer. Ihr seid also Opfer, selbst wenn ihr auf den Trick selbst nicht hereinfallt. Eine Weiterentwicklung der klassischen Masche ist die Dellen-Variante. Hier geht es nicht nur um einen Spiegel oder einen Kratzer, sondern die Betrüger behaupten, ihr hättet eine große Delle oder einen anderen erheblichen Schaden an ihrem Fahrzeug verursacht. Auch hier wird der angebliche Schaden an einer bereits vorhandenen Beschädigung gezeigt und auch an eurem Auto oder Wohnmobil werden Spuren gezeigt, die die Behauptung angeblich stützen. Das Ziel ist dasselbe. Euch soll suggeriert werden, dass der Schaden so groß ist, dass sich die sofortige Barzahlung einer hohen Summe lohnt, um eine offizielle Schadensmeldung oder gar einen Polizeibericht zu umgehen. Die Betrüger sind hier oft noch aggressiver und versuchen euch mit noch mehr Nachdruck zu überzeugen. Lasst euch davon nicht einschüchtern. Die nächste Steigerung ist besonders gemein. Das ist nämlich die Zeugenvariante. Hier sind die Betrüger nicht allein. Während einer euch bedrängt, tauchen plötzlich weitere Personen auf, die sich als unabhängige Zeugen ausgeben und die Geschichte des angeblichen Unfalls bestätigen. Sie unterstützen die Forderung nach sofortiger Zahlung und erhöhen den Druck auf euch. Manchmal sind es auch scheinbar zufällig vorbeikommende Passanten, die sich einmischen und die Betrüger unterstützen. Diese Komplizen spielen ihre Rolle oft sehr überzeugend, um euch noch mehr in die Enge zu treiben und euch glauben zu lassen, dass ihr wirklich schuld seid. Bleibt standhaft und lasst euch nicht von der Überzahl einschüchtern. Eine weitere Variante ist, die oft an Raststätten oder Tankstellen angewendet wird, ist die Nach dem Tanken Masche. Geiler Name, oder? Ihr habt gerade getankt oder eine kurze Pause gemacht und steigt wieder ins Auto.
Plötzlich klopft jemand an euer Fenster und behauptet, ihr hättet beim Ein- oder Ausparken sein Fahrzeug beschädigt. Manchmal haben die Betrüger sogar schon vor der Tankstelle auf euch gewartet und euch bis zum Parkplatz verfolgt. Auch hier wird euch ein bereits vorhandener Schaden an Ihrem Wagen und Spuren an eurem Wagen gezeigt. Der Vorteil für die Betrüger an solchen Orten ist, dass ihr oft unachtsam seid und es vermeintlich weniger Zeugen gibt, die den Betrug durchschauen könnten. Seid also auch auf Parkplätzen immer wachsam. Noch eine hinterhältige Variante ist die Gute-Samariter-Masche. Hier inszenieren die Betrüger keinen Unfall, sondern agieren als vermeintliche Helfer. Ihr habt vielleicht eine Reifenpanne oder ein anderes Problem am Auto. Plötzlich tauchen sie auf und bieten ihre Hilfe an und lenken euch ab. Währenddessen verursachen sie heimlich einen Schaden an eurem Fahrzeug. Zum Beispiel, indem sie einen Spiegel beschädigen oder einen Kratzer anbringen. Sobald der Schaden da ist, taucht ein Komplize auf, der sich als Opfer ausgibt und euch eines verursachten Schadens bezichtigt. Oder die Helfer selbst wechseln die Rolle und fordern plötzlich Geld für den angeblich von euch verursachten Schaden an ihrem Fahrzeug. Durch die sprachlichen Barrieren und so weiter wird es dann einfach alles ein großer Tumult, dass da eigentlich es gar keine Rolle spielt, was wirklich gesagt wird, sondern es geht nur darum, euch unter Druck zu setzen und euch dazu zu bringen, dass ihr aus dieser Situation einfach raus wollt. In solchen Fällen ist Misstrauen angebracht, auch wenn jemand scheinbar freundlich helfen möchte. Also ich weiß, all diese Varianten können beängstigend wirken. Aber keine Sorge, es gibt effektive Wege, euch zu schützen. Erstens, bleibt cool. Bleibt ruhig. Das ist das Wichtigste. Lasst euch nicht unter Druck setzen. Zweitens, zahlt niemals Bargeld. Niemals, unter keinen Umständen. Sagt den Betrügern klar und deutlich, dass ihr die Polizei rufen werdet. Drittens, fordert immer die Polizei an. Die Betrüger werden in der Regel sofort das Weite suchen, sobald ihr die Polizei erwähnt. Viertens, macht Fotos und Videos. Wenn die Betrüger doch bleiben, dokumentiert alles. Das andere Fahrzeug, die Kennzeichen, die Personen. Fünftens, prägt euch die genaue Stelle des Unfalls ein und überprüft euer eigenes Fahrzeug sorgfältig auf mögliche Schäden. Oftmals ist an eurem eigenen Auto gar nichts zu finden. Außer natürlich dem Schaden, der durch den Aufprall, durch die Simulation des Aufpralls passiert ist. Der Spiegeltrick und seine Varianten leben von eurer Unkenntnis und eurem Schockmoment. Wenn ihr die Maschen kennt und wisst, wie ihr reagieren müsst, habt ihr die besten Chancen, diesen Betrügern ein Schnippchen zu schlagen. Auch wenn der bereits angerichtete Schaden an eurem Wohnmobil oder Auto schon vorhanden und extrem ärgerlich ist. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen, ein besseres Verständnis für die verschiedenen Gesichter des Spiegeltricks zu bekommen. Die Varianten sind natürlich unzählig. Teilt es gerne mit euren Freunden und eurer Familie, damit auch sie gewarnt sind. Hast du vielleicht selbst schon Erfahrung mit dem Spiegeltrick oder einer Variante gemacht? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Das hilft natürlich immer, wenn man neue Informationen kriegt und für die Leute, die mitlesen hier auch, dass wir einfach gewarnt sind. Wichtig ist mir aber auch zu erwähnen, dass Reisen mit dem Auto und Wohnmobil in Europa nach wie vor sehr sicher ist und es sich bei solchen Fällen um einen geringen Anteil handelt. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sicher, liked bitte das Video. Ciao, ciao.